Heutiges Video war nicht geplant. Manchmal die Leute verstehen nicht, warum Tattoos sind teuer oder billig. Ich habe schon diese Sachen zu oft gesehen und viel Kunde hat mich schon zu oft über dieses Thema gefragt. Deswegen heute spreche ich über billige Tattoos und teure Tattoos. Viele Leute denken, dass meine Arbeit ist zu teuer und viele Leute denken, dass meine Arbeit ist billiger als den anderen Tätowierer. Aber ich kann nicht jeden Leute glücklich machen. Ich könnte teuer sein? Ja. Bin ich so viel teuer? Nein, bin ich nicht. Sind meine Preise hochgegangen dieses Jahr? Ja. Würde meine Preis teuer sein? Vielleicht in die Zukunft? Kann sein. Du musst etwas verstehen. Ich kann nicht dich sagen, dass deine Tattoo kostet X und dann zu anderer Person sagen, deine Tattoo kostet X auch, wenn du möchtest das Gleiche. Ich spreche für mich, ich spreche nicht über alle Tätowierer. Jeden Tätowierer arbeitet anders. Manche haben die gleiche Formel zum Arbeiten und andere nicht. Viele arbeiten per Stunde. Das heißt, dass die Kunde weiß nur die Preis, die total am Ende. Die mehrere Stunden man braucht zum Stechen, mehr die Kunde bezahlen muss. Ich arbeite anders. Du kommst zu mir, du sagst mir, was du möchtest, wie groß es sein soll, wohin, die Motive. Ob es mit Farbe, ohne Farbe, viel Details, nicht viel Details, Mandala, nicht Mandala, realistisch, nicht realistisch. Und danach, ich sage dir einen Preis und dieser Preis bleibe bis Ende. Ich sage dir sofort am Anfang, wie viel du am Ende bezahlen musst. Normalerweise jeden Tätowierer anfangen ein bisschen billiger, weil man muss noch ein bisschen mehr lernen und alles. Ich habe schon Leute, das hat mir gesagt, ich verstehe, dass die Leute kennen nicht besser. Die kennen nicht diese Arbeit, deswegen die sagen sowas. Viele Leute denken, dass wenn das Tattoo zu schnell war, warum ist das zu teuer, wenn du kannst das schnell machen? What? Du musst denken, dass bis die Tätowierer schneller war, der war nicht. Weil am Anfang, wir sind ein bisschen langsamer. Und ich habe das diese Jahre gemerkt und gefühlt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe nie gedacht, das würde möglich sein. Gibt es Tattoos, das vorher, ich brauchte mehr Zeit zum Stechen und heute, ich steche sowas schneller. Viele Kunden haben mir schon gesagt, dass ich schneller geworden. Das ist cool, weil am Ende die Kunden haben nicht so viel Schmerzen und ist schneller fertig. Du musst auch denken, das kann nur passieren, wenn die Tätowierer Experience schon hat. Das kommt mit Zeit, mit Jahren am Arbeiten in diese Industrie. Deswegen, man wird nicht schneller ohne Experience. Das ist auch ein Motiv, so eine Künstler teuer wird und nicht billiger. Du musst auch denken, dass jeden Tattoo-Studio hat ihren Basispreis. Das heißt, das ist egal, ob du möchtest so ein Tattoo oder so ein Tattoo oder so ein Tattoo. Das Material, das wir benutzen, ist das gleiche. Klar, wenn du möchtest, eine große dazu, wir benutzen mehrere Nadeln und so, aber wir sprechen hier über die Basis. Nadel ein Minimum brauche ich. Alles, das ist in meiner Station, die Produkte, das ich benutze, Papier, alles. Man muss bezahlen. Und man muss auch denken in die Tattoo-Shop-Kosten. Wir haben Kosten. What? Ich brauche Licht, ich brauche Wasser, ich brauche alles. Und über das muss man auch denken. Zeit. Ich brauche Zeit für Zeichnen, auch wenn du Referenz mitbringst, auch wenn es etwas Kleines. Man braucht Zeit. Zeit für Zeichnen, Zeit für Beratungstermin, Zeit zum Stechen und manchmal sind nicht nur eine Sitzung, sondern sind mehrere Sitzungen. Die Zeit, das wir nehmen zum Sprechen, die Kunden verirren und verstehen und alles, das ist unsere Arbeit am Ende. Und ich bin sicher, das gefällt dir, wenn du hast mit deiner Tätowierer einen guten Beratungstermin, wo euch beide verstehen und du magst normalerweise alle Ideen, dass die Tätowierer für dich hatte und die Zeichnung und alles. Du freust dich, wenn die Tätowierer dich verstehen. Das ist auch unsere Arbeit. Und plus diese Material von der Station und alles. Wir haben auch die Material von der Carbon, die Papier, wo wir die Abdruck von der Vorlage machen, die ganze Blatt und so. Und jetzt haben wir die Punkt, über was ich reden möchte. Wenn du gehst in einen Tattoo-Shop, du musst denken, vorher. Kann auch sein, dass wenn du dahin gehst, ist billiger, als du gedacht hast, dass du das so haben möchtest. Aber du musst bereit sein, wenn es teuer ist. Normal. Es bleibt für immer in deinem Kopf. Du musst mit deinem neuen Tattoo leben. Bereit dein Kopf, das kann teuer sein. Wenn du kannst es nicht machen, dann kannst du ein paar Monate sparen und dann machst du. Weil normalerweise gute Tätowierer, gute Künstler haben nicht Termin sofort. Du musst ein bisschen warten. Würde komisch sein, wenn die Tätowierer keine Arbeiten hatte. Du hast Zeit zum Sparen und so kannst du ein schönes Tattoo haben. Ich hoffe, dass du hast alles, das ich gerade gesagt habe, verstanden. Und jetzt ich zeige dir etwas. Vielleicht du
du willst eine Tattoo von Michael Jackson und du hast diese Freunde, das macht Tattoos privat zu Hause und dann du hast das gekriegt. Vielleicht hat das 100 Euro gekostet oder 50 Euro gekostet. Aber denk mal, ob das ist Michael Jackson oder das. Welche denkst du, das ist Michael Jackson? Das meinte ich. Vielleicht bezahlst du 800.000 für sowas, aber würdest du nicht glücklich sein mit sowas? Du musst deine Recherche machen und du musst verstehen, warum. Du hast verstanden, dass am Anfang von dieses Video, ich habe nie über die Stil gesprochen, über die Details gesprochen, ob das Tätowierer war gut oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich habe nur geredet über die Kosten. Das hat nichts zu tun mit der Vorlage insgesamt. Aber wenn du siehst diese Vorlage und du bezahlst 800 oder 1000 oder mehr, macht Sinn. Ich würde lieber das bezahlen für das als 100 oder 20 Euro für das. Was gefällt dir besser? Und denk mal, wo möchtest du dein Geld geben? Ich liebe Schlange-Tattoos zu machen, zu stechen. Aber denkst du, dass das Feinlein? Ich denke nicht. Vielleicht war schon, aber ist nicht mehr. Vielleicht, wenn du 50 Euro bezahlen möchtest, 100 Euro, kriegst du sowas. Aber würdest du nicht mehr glücklich sein mit sowas? Das ist schon eine Schlange. Hier hast du zwei zum Beispiel von zwei Feinlein schöne Schlange. Vielleicht bezahlst du 300 Euro, 400, 500. Aber bist du mehr glücklich? Bestimmt. Du bist 1000 Jahre am Denken, dass du einen Wolf haben möchtest, so einen realistischen Wolf. Und einfach so jemand sagt dir: Hi, ich bin am Lernen. Darf ich bei deinen Armen einen Wolf probieren zu stechen? Ich mache es 50 Euro. Ja klar, hier, meine Arme. Bam, schöne. Deswegen, ich sage immer und bitte, sag mir nicht, ja, Leute, muss anfangen zum Lernen. Leute, ich habe in meinem Körper angefangen, aber gibt's falsche Haut, synthetische Haut, Obst, egal. Heute gibt's 1000 Stil von falscher Haut. Du kannst Übung in diese Haut. Hier, falsche Haut. Wie möchtest du es haben? So, kleine, kriegt in viele Formen. Hast du kleine, hast du große. So hast du auch hier. Du kannst in falscher Haut Übung. Du musst nicht die Körper von den anderen Leuten kaputt machen. Kaputt. Du bist am Anfang. Ich verstehe. Du bist nicht perfekt. Aber benutze falsche Haut. Würdest du nicht glücklich fühlen, wenn du sowas kriegst? Ich spreche für mich. Ich würde mir glücklich sein, wenn ich 1000, 2000 Euro bezahle für sowas. Aber du möchtest lecker Trainer machen, aber du hast kein Geld. Wieder. Dein Freund kann es machen. Ja. Aber warum? Spare dein Geld. Und dann kannst du sowas haben. Für immer. Schön. Gut gemacht. Aber wenn du beide siehst, ne? Welche gefällt dir besser? Dieses Thema ist ein bisschen kompliziert. Also, die Wahrheit ist nicht kompliziert. Aber ich verstehe, dass die Leute verstehen es nicht. Aber sowieso, ich denke, wenn du ein bisschen Recherche machst, wenn du Minimum ein Tattoo schon gemacht hast, auch wenn es kleiner ist, du siehst, was ist in die Studio, du siehst, was die Tätowierer benutzt hat für dein Tattoo. Du kannst eine Idee haben. Sowieso für einen Laden zu haben, du hast die normale Kosten, genau wie andere Laden. Das ist keine Tattoo-Shop. Und dann, wenn du denkst, dass du musst keine Tätowierer sein, zu denken, dass es bleibt in deiner Haut für immer. Nicht jede Leute kann Tattoos machen. Muss jemand sein, das kann das machen. Deswegen, warum würdest du nicht gehen zu einem Tattoo-Shop, wo du vertraust, wo du die Arbeit magst, wo du weißt, dass du kriegst eine gute Arbeit. Wenn du ein Tattoo haben möchtest, du kannst nicht in einen Tattoo-Shop zum Beratungstermin gehen, andenken. Ich hoffe, es ist billig. Nein, du musst gehen mit der Sicherheit, dass du magst diese Tätowiererkunst, die Stil, weil jeden Tätowierer hat ihre eigene Stil, und sicher, dass du kriegst, was du möchtest, mit der besten Qualität es gibt. Wenn du musst warten bis dein Termin, du musst verstehen, dass das ist gut. Wenn du musst warten, das heißt, dass die Tätowierer Arbeit hatte. Aber natürlich vorher musst du ein bisschen Google suchen von einem Tätowierer, das du magst. Bitte geh nicht zum einen Tätowierer, denken, dass Tattoo muss billiger sein. Ich hoffe, dass du hast meinen Punkt verstanden. Wenn du Fragen hast, kannst du mir runter auf den Kommentar schreiben. Like dieses Video, teile dieses Video, so mehr Leute dieses Thema verstehen kann. Abonniere meinen Kanal, so du verlierst keine Content von mir hier. Bis mein nächstes Video.